Ja, hallo Retro-Freunde, hallo Masters of the Universe-Fans. Heute möchte ich mit euch zusammen einen Blick auf die neueste Motu Fanfiction-Ausgabe werfen und es gibt da noch was zu gewinnen. Also, fangen wir direkt an. Ja, bevor wir loslegen, wenn ihr noch kein Abonnent seid, klickt doch mal auf mein Kanallogo, abonniert den Kanal und verpasst somit kein weiteres Video mehr von mir. Ja, ich möchte mit euch das neueste Heft von Motu Fanfiction reviewen. Ja, es ist mittlerweile das vierte Heft, ich sage jetzt einfach mal, der vierte Band erschienen. Ja, Motu Fanfiction, vielleicht für die, die es noch nicht kennen, ist ein Zusammenschluss von Fans, die für uns Fans Hörspiele als auch illustrierte Geschichten herausbringen und somit halt die Masters of the Universe Geschichten weiterleben lassen, neue Aspekte reinbringen. Das Motu Fanfiction Team besteht aus Alex Streb, er schreibt die Geschichten, und Alex Derrer, der für die Bebilderung zuständig ist, da komme ich gleich noch ein bisschen drauf. Das Fanfiction Team erstmal möchte ich ein ganz großes Lob an euch aussprechen. Es macht tierisch Spaß, eure Geschichten zu lesen, eure Hörspiele zu hören, denn das machen sie nämlich auch noch, von Fans, für Fans. Ja, sie bringen Hörspiele raus im Motu-Universum, im Bereich Masters of the Universe. Sie bringen Geschichten raus zum Lesen, zum Nachlesen, zum Mitfiebern. Macht richtig Spaß. Das Ganze ist ein Fanprojekt. Ja, das heißt, es sind keine Profis dahinter. Ja, die Jungs und Mädels machen das halt, ja, weil sie Spaß daran haben, Masters of the Universe weiterleben zu lassen. Finde ich richtig klasse, freut mich wahnsinnig. Die Motu Fanfiction oder das Motu Fanfiction Team hat eine eigene Online-Seite, da könnt ihr mal reinschauen. Da gibt es auch die Hörspiele, die sind kostenlos, die könnt ihr euch anhören. Ja, könnt ihr euch kostenfrei, wie gesagt, anhören. Es gibt eine Facebook-Seite, es gibt eine Instagram-Seite. Ja, ich verlinke euch alles, was ich zu den Motu Fanfiction Jungs und Mädels habe, unten in der Videobeschreibung. Schaut mal da vorbei. Ich kann es nur empfehlen. Ja, wie gesagt, es ist mittlerweile schon das vierte Heft rausgekommen. Ich habe auch erst dieses Jahr von diesen Heften erfahren und hatte mir dann natürlich die ersten 3 zugelegt. Hatte ich auch schon mal in einem anderen Video reviewed. Das blende ich hier oben nochmal ein. Ja, könnt ihr auch nochmal schauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Da möchte ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Und zwar das erste Heft, was 2020 rausgekommen ist, ist Ein neuer Feind. Das zweite, was rausgekommen ist, ist Der alte Schrecken. Und dann, da bin ich darauf aufmerksam geworden, die Rückkehr zum Todestor, welches quasi die Geschichte von dem Europa-Hörspiel Folge 2, das Todestor weitererzählt. Ja, vielleicht ganz kurz, Band 1, ja, Ein neuer Feind, ist neu aufgelegt worden. Das heißt, das gibt es jetzt wieder in ausreichender Stückzahl. Der alte Schrecken als auch die Rückkehr zum Todestor sind, soweit ich jetzt weiß, nur noch wenige Ausgaben verfügbar. Also wenn ihr da Interesse dran habt, schnell sein. Ja, und zwar geht das so, ich blende euch auch, oder ich schreibe unten in die Videobeschreibung auch die Kontaktadresse, das ist eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr halt einfach hinschreiben, sagen hier, ich hätte gerne Heft 1, 2, 3 und das halt 3, 4, 5 Mal. Ja, die Jungs antworten sehr, sehr schnell. Ja, das Ganze ist problemlos per PayPal zu bezahlen und ihr bekommt die Hefte dann umgehend zugeschickt. So, das neueste Heft, um das es ging, wurde jetzt auch kürzlich erst, wie gesagt, rausgebracht. Und zwar ist das ein Doppelband, also eigentlich sind es 2 Hefte in einem. Ja, ist auch ganze, glaube ich, knapp 90 Seiten dick. Ja, 2 Geschichten. Und zwar ist das einmal der Griff, hier oben steht, der Griff nach Castle Grayskull. So rum. Und wenn ich das fertig gelesen habe, kann ich das Heftchen einmal umklappen oder umdrehen und sehe hier die Rückkehr. Ja. Was dem einen oder anderen auffällt oder was der eine oder andere sieht, ich habe hier einen Gorilla, einen grünen Gorilla drauf und bei dem zweiten Teil quasi den grünen Gorilla, wie er ein bisschen, ja, nicht mehr ganz so gut drauf ist.
Die Geschichte möchte ich jetzt gar nicht mit euch großartig reviewen. Ich werde hier keine Spoiler abgeben. Ja, wenn ihr Interesse an der Geschichte habt, holt euch das Heft, lest es. Ich kann nur mein Feedback zu diesem Heft geben. Es ist Wahnsinn. Ich finde es klasse. Ich habe es jetzt an einem Nachmittag jetzt durchgelesen. Ja, die Geschichte ist super. Ich konnte nicht aufhören. Ich finde es klasse. Die Umschreibung, wie gesagt, Alex Streb ist der die Geschichten quasi erzählt. Ja, es macht alles Hand und Fuß. Ja, es ist, wie soll ich sagen, es macht einfach Spaß. Neue Geschichten, die man noch nicht gehört hat, noch nicht schon 20 Mal das alte Mini-Comic oder E-Harper Interpart-Comic durchgelesen zu haben, sondern neue, frische Geschichten aus dem Masters of the Universe-Universum zu lesen, finde ich richtig toll. Ganz wichtig, keine falschen Erwartungen. Ja, es sind keine Comics. Das möchte ich doch hier betonen. Das wird auch immer ganz gerne vom Team betont, vom Fanfiction-Team. Es sind illustrierte Geschichten. Das heißt, ich habe zwar hier Abbildungen dabei, ja, aber größtenteils ist das halt ja wie ein Buch, sage ich mal. Ja, es ist ein DIN A5-Format. Ich finde es richtig toll. Ich finde die Schrift toll. Ja, es ist eine etwas ältere Schrift gewählt. Es ist auch gut lesbar. Ja, auf dem Hintergrund. Und ja, wie gesagt, ich möchte nichts spoilern. Die Geschichte, für denjenigen, der es kennt, ich zeige hier nochmal ein Bild. Ja, in dieser Geschichte geht es, oder der Hauptdarsteller ist Gigor. Oder Gaigor. Für mich heißt er Gigor. Gigor ist eine Masters of the Universe Figur, für die diese nicht kennen, die in der Vintage-Line, also in den 80er Jahren, hätte rauskommen sollen, für die es schon Konzeptzeichnungen gab, wo es, ich meine, auch schon einen Prototyp gab, die aber dann nie verwirklicht wurde. Es handelt sich hier um einen grün-gelben Gorilla. Ja, diese Figur ist wie viele Figuren von den Masters of the Universe, ja, oder hätte erscheinen sollen als ja, Abkupferung von einer anderen Toy-Serie. Wie ihr wisst, Battlecat zum Beispiel wurde aus einem Big Jim Tiger umgespritzt, umgemalt, ja, und rausgebracht. Soa und Screech, die Adler, ja, waren halt ein normaler Steinadler aus der Big Jim Serie. Und dieser Gigor, ja, war eigentlich der Gorilla aus Big Jim, aus der Safari-Reihe von Big Jim. Ja, der ist einfach umgemalt worden, hätte dann halt ein bisschen Ausrüstung mit dabei bekommen und wäre rausgekommen. Das ist aber nie passiert, wie leider so einiges, was noch hätte kommen sollen. Ja, ich gehe davon aus, dass Gigor halt in der Powers of Grayskull-Reihe rausgekommen wäre, die ja leider Gottes das Ende von Masters of the Universe in den 80ern nicht aufhalten konnte. Ja, das heißt, es wurden ja das eine oder andere Reittier als Spielzeug von Mattel veröffentlicht. Figuren gab es dann schon keine mehr. Hero und Eldor als Beispiel, ja, die sind nie rausgekommen. Da gab es auch nur Prototypen von oder Zeichnungen von. Und das gleiche Schicksal hat halt Gigor erfahren. Die Figur wurde nie verwirklicht. Bis eines Tages, ich glaube es war 2009, glaube ich, rausgekommen ist, dass halt so eine Figur angedacht war in der Vergangenheit. Und im Zuge der Mattel Masters of the Universe Classics Reihe ist diese Figur dann doch 2010 noch veröffentlicht worden. Natürlich jetzt nicht mehr als Big Jim Gorilla umbemalt, sondern halt die Classics Line ist ja ein bisschen moderner gestaltet, ja, und auch ein bisschen größer und so weiter. Und dieser Gigor ist dann rausgekommen. Der war halt ein Fanliebling, würde ich sagen, direkt, weil es macht halt einfach was her. Der sieht halt einfach klasse aus mit diesem kräftigen Grün, kräftigen Gelb, ja, und ja, ich würde mir wünschen, wenn der in der Origins-Reihe nochmal neu aufgelegt wird, aber das ist ein anderes Thema. Hier geht es jetzt um die Fanfiction. Wie gesagt, das Heft ist klasse. Ich habe es in einem Rutsch, wie gesagt, durchgelesen. Ja, der Mittelteil wird abgegrenzt durch diese schönen Zeichnungen hier. Da weiß ich bin durch. Ja, auch zu den Charakteren, die mitspielen, zu der Handlung und so weiter. Ich möchte hier gar nichts erzählen. Ich möchte halt nur sagen, ich möchte nicht spoilern. Ja, ich möchte halt nur sagen, es ist sein Geld wert und das noch viel mehr. Ja.
Ja, was ich noch habe, ist die Geschichte, wie ich an dieses Heftchen oder ja doch an dieses Heft drangekommen bin. Ich hatte mir, wie gesagt, wie ich eben schon erwähnt habe, ich habe mir die drei Hefte hier ja vor noch gar nicht allzu langer Zeit geholt. Und zwar hatte ich gesehen, dass diese Rückkehr zum Todestor in einer Facebook-Gruppe, ich glaube, das war bei den Motu Bros, Grüße an euch nochmal, geile Community, ja, dass die rausgekommen, dass das Heftchen da beworben wurde. Habe gesehen, dass Alex Streb auch in dieser Gruppe ist, habe ihn dann halt per Facebook Messenger angeschrieben, habe gesagt, hier, ich habe gesehen, ihr habt ein Heft rausgebracht, da hätte ich voll das Interesse dran, habe aber gesehen, ihr habt noch andere Hefte, ältere Hefte, habt ihr davon denn auch noch was? Und er sagte, ja, guckt mal, hat dann gesagt, ja, ich habe alles, ja, ich habe noch die zwei älteren, habe ich auch noch, ja, wenn du mir das und das überweist, dann schicke ich dir sie zu, gesagt, getan, habe dann die drei Hefte bekommen, habe sie halt auch, ich weiß gar nicht, an einem Tag durchgelesen, weil ich fand es so fesselnd, fand es so gut. Und das Ähnliche jetzt wieder hier. Ja, ich habe gesehen, auch wieder auf Facebook, das Heft wurde rausgebracht, das Heft ist jetzt erhältlich. Habe dann den Alex Streb wieder angeschrieben, ja, und habe gesagt, hier Alex, habe gesehen, euer Heft ist draußen, euer neues, das hätte ich gern einmal und ich hätte es gern auch ein zweites Mal. Ja, also habe gefragt, was kosten denn 2 Stück mit Versand? Ja, und ist es okay für euch? Ich möchte gerne einmal dieses Heftchen auf meinem Kanal, auf meinem YouTube-Kanal verlosen. Antwort von ihm kam dann auch wieder sehr schnell. Hat gesagt, hier, warte mal kurz, ich spreche mal mit dem Alex Derra, ja, und ich melde mich wieder bei dir. Ich dachte, okay, gut, alles klar, warte ich mal. Ja, und dann kam auch relativ schnell eine Antwort und er hat geschrieben, kein Problem, wir schicken dir 2 Hefte zu und wir legen dir noch was bei. Das kannst du dann auch gerne verlosen, wenn du möchtest. Und ich dachte, wow, klasse, super, habe mich total gefreut. Ja, habe dann halt, wie gesagt, wieder per PayPal das Geld an den Alex geschickt. Er sagte, Heftchen gehen dann raus. Die Hefte kamen auch, beziehungsweise der Umschlag kam. Ich habe dann halt zweimal nochmal der Griff nach Castle Grayskull drin gehabt. Ja. Und er hat mir als Beilage oder als zum Verschenken noch 3-mal den neuen Feind beigelegt. Vielen lieben Dank dafür. Ja, da wird sich die Community mit Sicherheit freuen. Das heißt, Freunde, ihr könnt wieder was gewinnen. Und jetzt kommen wir zu meinem Gewinnspiel. Ja, ich hatte ja noch nicht vor allzu langer Zeit ein Gewinnspiel gelauncht, da ich 100 Abonnenten oder mein 100 Abonnenten Gewinnspiel gelauncht, so rum. Und habe da was Schönes von dem Masters of the Universe verlost und habe dann so einen Gefallen dran gehabt. Das Gewinnspiel ist so auf Resonanz gestoßen. Habe so viel Freude gehabt, eure Kommentare zu lesen, das Gewinnspiel abzuhalten, den Gewinner zu benachrichtigen. Bernhard AK nochmal, viele Grüße. Er hat gewonnen und er hat mir auch schon geschrieben, die Figur ist mittlerweile sicher bei ihm angekommen. Ja, finde ich richtig klasse und es macht halt echt Spaß, mit euch hier zu kommunizieren und Feedback zu bekommen. Und habe halt gesagt, es wird nicht lange dauern. Ich versuche halt regelmäßig Gewinnspiele zu machen, um das halt so am Laufen zu halten mit euch, ja. Und jetzt passt das alles so super, weil mittlerweile bin ich bei 200 Abonnenten. Wieso soll ich ja nicht auch wieder ein Gewinnspiel machen? Jetzt nicht auf die 200 bezogen, aber einfach, weil ich es schon eine schöne Zahl finde, ja. Das Ganze ist schon verdoppelt. Und ich verlose jetzt somit einmal das neueste Heft, ja, das Doppelheft um Gigor und Gigors Geschichte. Und diese 3 hier ebenso. Ja, ich habe es ja schon. Das heißt, 3-mal oder der 2., 3. und 4. Platz kriegt jetzt auch nochmal einen neuen Feind zugeschickt, wenn ihr möchtet. Und dann kommen wir wieder zu dem Gewinnspiel. Ich habe mir überlegt, was machen wir denn diesmal? Und ja, die Kriterien sind wie folgt. Ihr müsstet natürlich Abonnent auf meinem Kanal sein. Das sollte gegeben sein. Und ihr müsstet in die Kommentare schreiben, wieder den Hashtag, oder diesmal den Hashtag ich weiß, also Hashtag ich weiß. Und danach müsst ihr aber allerdings schreiben, was sich in meinem Hintergrund geändert hat. Ich habe vor kurzem was umgestellt. Ja, sollte eigentlich nicht allzu schwer sein. Und schreibt, wie gesagt, Hashtag ich weiß und dann schreibt die Begründung oder schreibt halt, was ihr wisst.
was habe ich denn gemacht hier? So, letztes Mal waren es 39 Teilnehmer des Gewinnspiels. Ja, und dieses Mal mache ich es so, dass ich die Kommentare nach Reihenfolge einsortiere. Das heißt, der erste Kommentar bekommt die Nummer 1, der zweite die Nummer 2, der dritte die Nummer 3 und so weiter. Und dann werde ich auch wieder losen. Ich werde dann diesmal Nummern auch ziehen, ja, und derjenige, der halt die Nummer 1 hat, sprich der halt den ersten Kommentar abgegeben hat, wenn die Nummer 1 gezogen wird, hat derjenige dann quasi gewonnen. Und der erste Gewinn ist natürlich der Hauptgewinn. Der erste Gewinn ist das neue Motu Fanfiction Band, der neue Band. Ja, und Platz 2, 3, 4 bekommen den neuen Feind, der neu aufgelegt wurde. Ja, und das Gewinnspiel geht wieder ab heute wieder eine Woche. Das heißt, bis nächste Woche Sonntag, 23:59 Uhr wieder. Das heißt, bevor der Montag anbricht. Und ja, das war's eigentlich. Ja, ich wünsche euch, ich drücke wieder jedem die Daumen. Ja, die Hefte sind mega klasse. Jedes einzelne Heft ist super. Wenn ihr die Hefte haben möchtet, wie gesagt, nehmt am Gewinnspiel teil. Wenn ihr die Rückkehr zum Todestor oder der alte Schrecken haben möchtet, diese beiden hier, nochmal, die sind nur noch in geringer Auflage vorhanden, in geringer Stückzahl. Schreibt die Jungs von Motu Fanfiction an, ja, ob sie noch eins haben. Ja, wie gesagt, E-Mail-Adresse in der Videobeschreibung. Und ja, gönnt euch diese Hefte. Es ist es wert. Das Fanfiction-Team steckt da richtig Arbeit rein. Die sehen richtig klasse aus. Nochmal, wie gesagt, ein großes Lob an euch. Ja, mir bleibt nichts weiter zu tun, als zu sagen, gehabt euch wohl. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Video von mir. Schaltet wieder ein. Abonniert meinen Kanal, gebt dem Video ein Like, wenn es euch gefällt. Teilt das Video und wir sehen uns beim nächsten. Macht's gut, euer Retro Rauner.